Was ist Realität? Ist es das, was wir sehen, hören und fühlen können? Wer sagt uns, dass das wirklich ist? Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse lassen es nun möglich erscheinen, dass unsere Realität in Wirklichkeit nur eine Simulation ist. Oh, Kat! Woher weiß eigentlich der Wettermann, wie morgen das Wetter wird? Ein Computer sagt es ihm. Auf diesem Computer läuft eine Simulation des aktuellen Wetters. Diese Simulation wird mit aktuellen Daten gefüttert. Windgeschwindigkeit, Druck, Temperatur und so weiter. Und obwohl diese Simulation wirklich schon sehr gut funktioniert, ist sie doch nur eine Vereinfachung unserer Realität. Ein anderes Beispiel. Wir simulieren ein Billardspiel. Nach dem Anstoß berechnet der Computer, physikalisch korrekt, die Bewegung der Kugeln. Doch auch in dieser Simulation vereinfacht der Computer. Er betrachtet nämlich die Kugel als Ganzes. Tatsächlich besteht eine Billardkugel aus Milliarden von Atomen. Korrekterweise müsste der Computer jedes einzelne dieser Atome simulieren. Und das ist noch nicht alles. Denn Atome sind gar nicht die kleinsten bekannten Teilchen. Atome bestehen aus der Elektronenhülle und dem Kern. Der Kern wiederum ist aus Protonen und Neutronen aufgebaut. Und diese bestehen aus noch kleineren Teilchen, den Quarks, sodass Quarks und Elektronen derzeit die kleinsten uns bekannten Materieteilchen sind. Korrekterweise müsste der Computer auch diese simulieren. Doch dadurch wird die Simulation immer aufwendiger und kleinteiliger. Eine Simulation kann aber gar nicht beliebig klein werden. Nehmen wir mal als Analogie einen Computerbildschirm. Wenn wir weit genug weg sind, sieht ein Text ganz normal aus. Die Simulation des Textes ist in Ordnung. Doch wenn wir näher rangehen, dann erkennen wir plötzlich dicke schwarze Punkte, die Pixel. Und zwischen diesen Pixeln erkennen wir ein feines Raster. Eine solche Auflösung gibt es bei jeder Art von Simulation. Sie legt das kleinstmögliche Teilchen fest. Kleiner als ein Pixel geht nicht. Was wäre nun, wenn wir dieses Raster in unserer Realität nachweisen könnten? Wenn Raum und Zeit eine Auflösung haben, wäre das nicht ein Beweis dafür, dass all das hier bloß eine Simulation ist. Einige Wissenschaftler haben nun Wege vorgestellt, wie man ein solches Raster, eine Auflösung in unserer Realität nachweisen könnte. Wenn unsere Raumzeit eine kleinste Auflösung hat, dann wäre es natürlich hochinteressant, der Sache nachzuspüren und zu schauen, ob man Hinweise auf dieses Raster finden kann. Generell würde man versuchen, Abweichungen im Verhalten der Naturkräfte nachzuweisen. Es müssen sich ja dann die Fundamentalkräfte an diesem Raster orientieren und mit den Symmetrien des Rasters dann auch konform sein. Und diese Abweichungen wären dann eine Konsequenz aus der Existenz dieses Rasters. Der Nachweis könnte mit Hilfe hochenergetischer Teilchen gelingen. Diese Teilchen kommen von fernen Galaxien zu uns und tragen so viel Energie in sich, dass ein einzelnes Proton die gleiche Energie aufweist wie ein mit 100 km/h geschlagener Baseball. Man kann nun die Energieverteilung der Teilchen der kosmischen Strahlung messen und untersuchen, ob die Energie dieser Teilchen eine maximale Grenze nicht überschreiten kann. Und wenn man diesen Hinweis findet, wenn man diese Beobachtung macht, dann liefert das insofern einen Hinweis auf die Existenz eines Rasters, weil ein minimaler Abstand gleichbedeutend mit der Existenz einer maximalen Energie ist. Am Ende kann ein solcher Nachweis leider nicht die Frage entscheiden, ob wir nun real sind oder nicht. Denn selbst wenn wir wissen, dass unser Universum wie ein Computer funktioniert, heißt das nicht, dass unsere Realität wirklich eine Simulation ist. Aber wenn wir nun doch in einer Simulation leben, würden wir das nicht wissen wollen?